Servus und guten Tag zu einem weiteren React-Video auf unserem Kanal. Guten Tag, Servus. Servus. Heute gucken wir uns von dem YouTube-Kanal Fail from Germany 5 Things Americans do the German find weird. Ja, Feli von Germany. Genau, ich ja, habe Grüße mal gehen ein, raus. zwei Videos von ihr gesehen. Genau, das ist soweit ich weiß. Ich kann mich aber irren. Eine Deutsche, die nach Amerika ausgewandert ist oder umgekehrt. Wie gesagt, ich habe das jetzt nicht so intensiv verfolgt. Aber genau, was ich gesehen habe, war ganz interessant. Die hat ganz interessante Videothemen und das hier kenne ich noch nicht und deswegen gucken wir uns das einfach mal an. Okay. Ich muss euch schon mal vorwarnen, sie hat eine etwas schnelle Stimme und redet ungefähr immer so und wird dann wieder schneller. Und deswegen habe ich auch Untertitel angemacht. Alles gut. Deswegen auch an dich, Zell, dass ich jetzt eben schon gesagt, wenn du was sagen möchtest, was länger ist als okay, sehe ich auch so oder sowas, benutzt die Pause-Taste, weil bei ihr ist es, also nichts gegen sie, aber von der Stimme her ist es schwierig. Schnellen Redefluss halt an der Stelle. Genau, deswegen würde ich sagen, gucken wir es einfach mal an und wenn was ist, dann erzählen wir was. Germany and the US have a lot in common, and when I first moved here, I didn't really experience a huge culture Deutsch. shock. But there were definitely things that, as a German, I found really weird. Okay. Hello, ich möchte auch so eine Karikatur welcome haben. back to my YouTube channel. My name is Feli. I'm originally from Munich, Germany, but I've been living here in Cincinnati, Ohio, on and off since 2016. About half a year ago, I made a video about 5 things Germans do that Americans find weird, but of course, this also works the other way around. And over the years, I've come across a pretty good amount of things that are totally normal to Americans, but weird to Germans. And here are 5 of them. Hey, do you want to grab a coffee with me, like right down the street? Sure, let's go. Achso, das deutsche Spazierengehen wahrscheinlich, ne? Getting in the car? No, like it's literally just 2 blocks down the road, like a 5-minute walk. Das ist aber wirklich so. Okay, so this das is ist mir auch schon bei ausländischen Kunden aufgefallen. Kenn ich gar nicht sowas. Krass. And since then, I've come to learn that this ja, ich gucke ja gerne so ausländische Kanäle, die auswandern oder sowas. Und ich verfolge auch einen Engländer, der sich auch so über Deutschland lustig macht. Und dann gibt es da so ein Video von wegen, ja, willst du mit mir einen kurzen Spaziergang machen? Und dann laufen die da 3 Stunden und der ist total verschwitzt und kommt wieder zu Hause an. Also viel spazieren gehen ist wirklich typisch deutsch. Das machen die das stimmt schon, anderen Länder nicht so. Ich mach mal weiter, ne? is way more than just a stereotype. Americans really drive everywhere. At least that's my experience here in the Midwest, where everything is pretty spread out and public transportation is more or less non-existent. In bigger cities like New York, San Francisco, or Chicago, that's different, but here people really have to drive to get places. But the thing is that they even do so when it's not necessary at all, like in the situation I just showed you, or in this situation that I run into with Ben all the time. Okay, so we just came out of Kroger and we're trying to go to PetSmart next, which is right over there, like 3 stores over, right? And what are you doing, mister? Driving. So ist meine Frau aber auch drauf. Ich würde am liebsten immer umparken. Die paar Meter wirklich? Ich werde immer blöd angemacht, wenn ich nicht direkt vor dem Laden parke. Ich bin sogar ich park absichtlich weg vom Laden, weil dann halt der Parkplatz frei. Dito. Like what? Why wouldn't you just park, get out of your car and walk over to the ATM? There are drive-through pharmacies. That's also how I've aber dafür, dass sie Warte. Die will uns. Warte, es gibt wirklich in Amerika gibt es Automaten, wo du im Auto noch sitzt und dann einfach dein Bankkonto abrufen kannst und Geld abheben kannst und sowas. Das ist für mich auch neu. Also. Oder einfach wie beim Maggis einfach sagst du, ja, ich hätte gerne jetzt hier 2 Packen Ibohexal und dann gehst du dann und 5 Euro oder Dollar. Und jetzt fahren Sie zum Schalter 2, behalten Sie 30 Euro bereit oder wie ist das hier was? Ach du Schande. Bevor du weiterklickst, ich finde, ihr Amerikanisch ist wirklich bemerkenswert gut dafür, dass sie erst seit 2016 da ist. American English. Richtig gut, also top. Ja. Nee, merkt man, das hat sie gut drin. In the car, in the drive-thru. There is drive-thru liquor stores, most coffee shops have a drive-thru, and even drive-thru wedding chapels and funerals are a thing. You really don't ever have to leave your car in this country if you don't want to. Okay, I promise I'm not trying to make fun of Americans. I mean, I do a lot of these things myself when I'm in the US, and I've definitely gotten used to doing this the American way over the last 6 years. But compared to Germany, and I know I said this in the last video, but compared to Germany, where walking is a very normal part of life,
life, and everything up to a 20-minute walk is honestly a no-brainer. It was definitely something I had to get used to. And I know that whenever other Germans experience this for the first time, they find it Ja, kind das of ist weird so as typisch well at deutsch. first. Spazieren Another gehen, thing that wandern. many Germans are surprised about at first is that a lot of Americans don't speak a second or third language, even though that can be a huge career boost. But most American schools just don't offer a lot of language classes, and students aren't usually required to take more than 2 years of a second language, if that. Well, good thing that italki exists, where you can take customized Das Thema hatte ich auch schon mal mit einem ausländischen Kunden, der total Echt? fasziniert war. Wieso können Sie denn Englisch? Ich so, ja, ich habe das in der Schule gelernt. Echt? Und wieso können Sie es dann? Und dann, ja, ich gucke amerikanische Filme und Serien und so. Ja, cool. Das ist für Ja, die das ist- wirklich. Das ist ja muss für die mega faszinierend sein, weil wir haben ja dann wahlweise Französisch, wir haben dann Spanisch, manche lernen noch Latein, vielleicht durch Gymnasium oder sowas an der Stelle. Ich müsste überlegen, ob da noch was anderes da ist, aber was ist so das Typische das in der Schule, was man so eventuell lernen kann? Ne? Spanisch, Optional. Französisch, Latein. Französisch, Latein, genau. Manche können nicht mal Deutsch, also von daher gibt es genug Angebot. Ich mach mal weiter. Yep. one-on-one lessons with certified teachers that fit your schedule and budget. You can choose from thousands of amazing Jetzt machen wir teachers sogar for eklige over Werbung, die können wir 150 überreden, Zellos. languages, Ja, including aber German, prinzipiell, ich English, kenne auch solche Angebote wie Spanish, Duolingo French, an der Stelle und sowas zum Japanese, Sprachenlernen Bubble oder wie du dann kann ich Bubble, empfehlen. You simply genau. select Heißt das the nicht so? language. Ich glaub, ja. You can also Ja, ja, set doch, some Bubble filters, heißt es. Mit diesem Fisch, and then mit dem you Fisch can mit der Eule scroll meine ich. through all of the teachers, Das mit der Eule ist watch their Duolingo, instruction genau, ja, videos, sorry, Hallo habe ich gerade zusammen, verwechselt. mein Name ist Die dir Vanessa droht, and du book sollst your bitte time slot with them. deine There's no long-term Lessons commitment wahrnehmen, here. You ansonsten simply hier pay per deine lesson. Familie oder so. Nee, German Quatsch. conversation lessons start at around €5 Ja, ich finde solche Angebote cool. And Wenn speaking man a sonst second keine Zeit language hat, is so really mal fun, kurze but it can Ich also spul mal increase vor, your ne? Hier ist noch salary Werbung. by 10. Come. Do you want to go? Sure, sounds great. Let me just get changed real quick. In your car? Yeah, just 1 second. Ach, im Auto umziehen und schick machen, ja. Ich weiß aber nicht, ob das vielleicht sogar was ist, was mit Wait, you den... had all of this in your car already? Yeah, you know, Da just kann in ich nicht case. mitreden als And Mann. you have makeup in Ich there? auch nicht. Yeah, don't you? My car makeup. Okay, this one is Car pretty makeup. closely related to my Oh my first God. point, but it just Yeah, had good. to be on this list because, guys, it's not an exaggeration when I tell you that Americans live in their cars, which, you know, Huh. makes a lot of sense considering that they drive everywhere and therefore spend a lot of time in their cars. But what I was used to from Germany Ja. was cars looking somewhat like this most of the time. Ja, bei Maybe mir only nicht. Die sind leer. like shopping bags Bei mir or ist a auch das Auto blanket or a meistens leer. dog leash or Bis something in the auf car, but bisschen was that's zum about it for Auswechseln, most people. Öl und While sowas. in the US, I've almost never met someone who didn't have half of their closet and half of their belongings in their car. You need a screwdriver? They'll have one in their car. You need a folding table for an event? They'll have one. And when I say they live in Nein, their das hat auch cars, so einen gewissen this Vorteil, also ne? Da bist du includes auf jede that some Situation Americans will eingestellt. literally Ja. bring their coffee Das ist mugs okay, and aber ich cereal brauch's bowls eigentlich into nicht their car unbedingt die and ganze Zeit, eat also. and drink while driving. And I'm not just talking about to-go cups with a lid. That's standard in the US anyways. And I think the ability to eat a burger and fries while driving on the interstate is ingrained into every American's DNA. But Ben, for example, literally brings regular cups and mugs with Coke or coffee into the car, which makes me so nervous every time. And one Ja. time when I got into my friend's car and it Mich smelled auch. kind of weird, she just said, "Oh yeah, I accidentally spilled my cereal in here this morning and I think the milk is starting to smell." She's also Lecker. someone who will eat noodles with chopsticks while Ah. driving. And she's not alone with that in this country. Disclaimer, of course, there are also Americans Wow. who have a Ja, also mich macht very das auch nervös. tidy, Frag empty mich car gerade, and ob man who in never eat Amerika in mit dem their car, Handy but it is something in der that I Hand have Auto seen a fahren lot darf. here, and it was definitely kind of weird to me at first. Gute Frage. Okay, so we need mayo, pickles, and milk. Okay, let's see. Here's mayo. Achso, alles aus so Quetschdingern jetzt wahrscheinlich. Aber dann auch gleich aus dem Riesending da. Pickles. Oh ja, großes Glas. And here's the milk. What do you want? Whole milk, 1% or 2%? Und dann halt gleich im 10 Liter Kanister. This is one of the things that I literally mentioned in one of my very first videos ever on this channel. Wäre auch nicht meine Art, Everything muss ich sagen. is bigger in this country. Überhaupt The nicht. Ich streets, brauche the eigentlich cars, nur Die the Autos, Dinge, die ich ja. für die houses, Woche the brauche. stores, the drinks, and even groceries. And if you keep in mind that this is the size of a milk carton in German stores, this is 1 liter, you'll probably understand that a full gallon, which is close to 4 liters, seems a little excessive to us. But of course, a lot of this goes back to the Jetzt gar nicht size of this verbraucht kriegen, country das wird and how kaputt spread gehen. out things are. And when Niemals. people So viel- have
so viel Kaffee kann ich gar nicht trinken. Das sind ja 100 Kaffee oder so. Ja, 100 oder so ist Kaffee. Da muss ich ja richtig dranhängen an der Stelle. Jeden Tag 3, 4 Kaffee. It's normal to go to the store more frequently to buy fresh food. I'm still a little confused why someone would need a huge jar of pickles or a giant jar of peanut butter or a full tub of mayo. And why these American onions are so damn big. Thank you guys so much for coming over. I haven't made this dish in so long, especially not for 6 people. Just grab a plate and help yourself. Thank you. How long did this take you? Oh, like all day. And you want us to eat it from paper plates with plastic utensils? Ich verstehe das auch nicht mit den Paper Plates. Yeah, I mean, Ich verstehe das nicht. Faulheit. But you have a dishwasher. Okay, this one might not bother all Germans as much as it bothers me. Das bei Umzügen kenne ich das auch, dass man das Also macht. bei Umzügen kenne ich das auch, ja. Aber ich habe zum Beispiel, ich habe auch ein paar amerikanische Content Creator, wo ich folge. Und die haben dann aber auch gesagt an der Stelle, die haben, also Asmongold habe ich jetzt geguckt, der hat auch gesagt, der hat eigentlich diese Papierteller eigentlich auch nur deshalb, weil er weiß ganz genau, er kann einfach 50.000 von denen kaufen und kann die wegschmeißen an der Stelle. Er möchte sich die Arbeit nicht machen mit dem Spülen und dem ganzen Mist. Ja, das ist aber schon scheiße für die Umwelt und so. Ja, klar, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie von der Decke kommt, so, ja, das ist eh so günstig, also kann ich dann ja, das ist günstiger, als wenn ich die Spülmaschine die ganze Zeit benutze oder sowas. Also vielleicht ist der Gedanke des Ökonomischen vielleicht nicht so, sag ich mal, an der Stelle. Aber mal gucken, was sie noch dazu sagt. Bitte, da Bin gespannt, was zu erklären. Me, and I know I've brought this up before, but I will just never understand why so many Americans use disposable dishes in situations where, in my opinion, it's really not needed, like at their own home. And I've seen this throughout different socioeconomic classes and scenarios, from college students using disposable dishes for dinner, even though they do have real dishes in the cabinets, to entire families using disposable dishes on Thanksgiving or Christmas. Now, of course, plastic and paper plates do exist in Germany, but, and I think this applies to other European countries as Da will well, man sich doch schön we machen. pretty much only use them in situations where using real dishes really makes no sense at all. Like for a picnic in a park, or maybe for a kid's birthday party where the children might be walking around with their plates, or a huge cookout where you might not have enough dishes. But if I have the option to use a real plate and real silverware, I'll personally always prefer that, because eating from a soggy paper plate with a wobbly plastic fork and schmeckt a auch knife that scheiße. doesn't cut can really ruin the whole Gerade wenn du Soße nimmst, so, keine Ahnung, Ketchup. Das ist mega eklig, wenn der Teller sich auflöst und du noch die Bratwurst darin eintunkst. And holidays are honestly the very last occasion that I'd ever use disposable dishes for. Like, Absolut, if anything, that's when you take out your best Fürs dishes in Camping, Germany, für which I know a Picknicks lot of und families sowas, in für the US do Partys, as well, okay, but aber as I said, I've also seen a few different families use disposable dishes on holidays. And the explanation is usually either that they don't have enough plates for a big group, or because they don't want to do the dishes after Die sind already nur having done all of faule the cooking, Schweine. which I generally understand, but in most cases when I see this done, it's groups of 10 people or less, or even just one single person on a regular Tuesday night, and I know these households definitely have enough dishes for that. And I've also only ever seen this done in households that had a dishwasher, which is a very standard kitchen appliance in the US, and I personally just don't really see how putting dishes in the dishwasher is that much more work than putting them Wenn du schon into eine the trash can, to Spülmaschine be hast, honest. warum? So this is something that I've Ja. always found weird, and I know that versteh's other nicht. Germans and other Europeans do as well. Will I still like you if you serve Christmas dinner on a paper plate? Yes, of course. But it is something I still have to get used to. Good morning, guest. What do you want for breakfast? Do you have some bread? Of course. Here you go. Bin gespannt, was No, jetzt not geht. toast, like actual bread. Wait, what do you mean? This is bread. Okay, last but not least, we have to talk about bread. As you might know, Ich fasse mich kurz, das ist jetzt aber auch wieder so ein bisschen typisch deutsch, ne? Wir haben halt das geilste Brot und das geilste Bier und die geilsten Autos. Ja, das geilste Brill. Ja, Das ist unfair, das zu vergleichen. Germany is known for the quality and variety of its bread, but here in the US, this is what people consider bread. Of course, you can find German-style bread if you look for it, but it's Gut, das not ist the standard. Frühstückstoast, And aber if you find ansonsten some good bread, it's würde ich usually dann really das roh expensive. nicht so But for essen the wollen most an der part, Stelle. Ich Auf müsste gar es keinen einfach Fall. immer in the toasten. US when you ask for bread. And Ich honestly, toaste there's sogar simply a Röstbrot meistens, communication weil das issue geil Ja, ist. manchmal mache ich das auch. Americans here, because this to a German is
Toastbrot. It's Ja. the type of bread that is super soft and that you put into a Toastbrot. toaster to make it crunchy. We definitely have that too, but it's not what we mean when we just use the term Brot. That will usually refer to something like this, like sourdough or Vollkornbrot. Or when we say Brötchen, which means bread roll. Ja, da sind wir means halt something geil, like was das this. angeht. But those are also different from your typical American dinner rolls. Bäh. Crunchy on the outside and soft Ja on gut, the die sehe ich auch inside. ab und zu mal And they're hier. Das sind definitely auch ganz not angenehm, wenn du sweet, nur like a die lot als of the bread Beilage you'll brauchst, find in the aber US. Like when you go to a selbst nicer dann. restaurant here, for example, where they'll give you a bread basket for the table, it might look pretty good at first, like cut up baguette, but in a lot of Okay. cases it's also really soft and oddly sweet. Now, when a German looks for bread in an American store, it usually goes somewhat like this. Ja, Ja, ich kann es mir genau vorstellen. da kann ich mir komplett einversetzen, ja. Simply put, this is considered a sponge in Germany, not bread. Okay, just kidding. Ja. I mean, half kidding, because that is really what most Germans think of, but of course that was put a little harshly. It's not like Germans don't understand the cultural difference and the difference in food preferences, and you will even find specifically labeled American sandwich bread in German stores, and people do buy that, but to us Germans, it's definitely weird that what we know as toast bread is just considered regular bread in the US, and I think a lot of us also find it a little weird that there doesn't seem to be any demand in the US for what we Ja, die consider kennen das halt good nicht. bread. Ja. What else comes to your mind when you think of things that Americans do that Germans or people from other countries Zucker. might consider weird? Let me know in the Stimmt, comments das ist below. auch so ein And of Unterschied, ja, course, wie viel I Zucker wir in also unseren have Nahrungsmitteln many more haben. things on my list of weird things that Das ist ja Americans bei- do. And I think I have Ja, even die ist ja more durch, ich mach mal den things on Ton my aus. list. Auf jeden Fall, ich finde sie sympathisch und das Video an sich ist cool. Das mit dem Zucker Ja. wäre mir jetzt noch eingefallen. Das ist hier ja mittlerweile echt relativ krass reguliert, finde ich aber auch gut. Mein Bruder war mal in Amerika und der meinte, da kannst du fast gar kein Getränk ohne Zucker kaufen, außer so 5 Gallonen Wasser ohne Sprudel. So, ne? So, Also, ja, verstehe. Von daher, ja. Boah. Möchtest du da noch Also- irgendwas erwähnen, Zelos? Ich habe eigentlich alles Also verschossen, das so während des Videos. Interessanteste war das einmal an der Stelle, dass die überall hinfahren. Das hätte ich jetzt auch nicht so gedacht, aber wenn ich so mal ein bisschen drüber nachdenke, ja, ich kann mir schon vorstellen, das Auto ist halt so ein bisschen auch Wohnzimmer in Anführungszeichen, ne, und die nehmen das halt überall mit und das wird dann von A nach B dann gleich Ja. zum Übernimm Kutschieren auch gerne die mitgenommen. Maus, wenn du noch mal irgendwo hinskippen willst. Ne? Du hast ja jetzt recht. Also, Für mich das Interessanteste war tatsächlich das mit dem Brot, fand ich persönlich. Dass das halt wirklich so ist. Also die haben halt einfach nur Toast. Und Toast ist. traurig. Ja, ist halt für mich, ist halt für zum Frühstücken ist okay, aber für alles andere nehme ich dann doch lieber regulär ein Weißbrot oder irgendwas an der Stelle. Aber das war für mich das Interessanteste tatsächlich. Ja. Obwohl ich sagen auch muss, wie gesagt, das mit dem Drive Everywhere. Ja, und das wusste würde ich das gar dann- nicht mit den Apotheken und so. Das finde ich ja mega krass. Und ich überlege, genau, das auch mit den Apotheken, genau, das ist dieser Part hier, wo sie einfach sagt, hier Drive-Thru Pharmacy. Ich dachte mir, Alter, das ist nicht dein Ernst, oder? das kann doch nicht wirklich wahr sein, aber ja, anscheinend gibt's das. Aber das mit Starbucks und so, ne, McDonalds kann mir alles vorstellen, aber das ist, aber mit einem Apotheke, wo du einfach Drive-Thru sagst, hey Leute, ich Das ist brauche schon hier verrückt. 2 Packungen Aspirin oder sowas. Ja, fahren Sie zum Schalter 2, 30 Euro. Das ist für mich einfach, das ist einfach geil. Das ist schon Wahnsinn. Aber ja, sehr faszinierend auf jeden Fall. Merkst du halt echt einen kulturellen Unterschied. Ich war selber noch nicht in Amerika. Ich weiß noch nicht, ob ich eines Tages dahin will. Ich war nur in Kanada, da ist aber auch sehr europäisch, sage ich mal, im Vergleich. Also wenn Ja, man kommt nach wahrscheinlich Kanada drauf geht. an, wenn du so in die Hauptstädte gehst. Das war also in London auch so, das ist relativ europäisch. Aber ich glaube, wenn du dann von den Hauptstädten rausgehst, aber wir driften gerade so ein bisschen ab, dann. Ja, nee, aber ich wäre tatsächlich neugierig, wenn ich dann doch irgendwann mal nach Amerika mal für eine Woche oder 2 mal Urlaub machen würde, dann wäre ich neugierig, was mir so alles auffällt an der Stelle. Würde ich vielleicht sogar selber mal ein Video machen an der Stelle dazu. Aber cool, ja. Nee, interessant und sehr sympathisch. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann guckt mal bei uns natürlich weiterhin vorbei, aber auch mal gerne bei ihr und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten React-Video irgendwann mal wieder. Bis dann, Jo. macht's gut und ciao. Ciao, ciao.